Rotterdam traut sich was. Ausgefallene Architektur, Das ist doch toll. Landwirtschaft auf dem Wasser Dass die hier einfach so jetzt auf so einem floating Ding wohnen. und Surfen mitten in der Stadt. Nee, das wäre mal ziemlich cool. Die Welle, also mehrere. Wir waren 2018 schon mal hier. Unsere Challenge damals: 2 Tage, 2 Personen, 300 Euro. Und was kostet ein Wochenende heute? Spannend, wie sich das verändert hat, ne? Rotterdam, Zeit für ein Update. Wir starten am Bahnhof. Nicht mal 3 Stunden von NRW mit dem Zug. Amina, die beiden Gebäude stehen immer noch. Ja, diese Hochhäuser. Man staunt hier immer nach oben in Rotterdam, oder? Und wir zwei, jetzt wieder hier. Oh, ich freue mich. Du bist immer noch sehr geschmeidig unterwegs mit der Kamera, Ja, finde und ich. ich knacke noch nicht. Nein, so eine spannende Stadt, diese Architektur. Kunst natürlich ein Riesenthema und es hat sich wahnsinnig viel verändert. Ja, und ich glaube, dass es sehr schwer wird mit den 300 Euro dieses Mal. Ja, mit 2 für 300, das wird eine Challenge. Wir gucken mal, wie wir klarkommen. Ich bin sicher, wir tun unser Bestes. Richtung aussuchen, geradeaus. Alles klar. Los! Direkt am Bahnhof gibt's was Neues. Tamina, die ist fast so cool wie du. Ja, stolz sieht sie aus, ha? Ja. Selbstbewusst. Spannend, nicht mehr die klassische Bronzestatue, sondern das ist auch so ein modernes, neues Selbstbewusstsein hier. War noch nicht da vor ein paar Jahren. Die war noch nicht da. Eine Skyline, die eher an New York als an die Niederlande erinnert. Ehemalige Hafenareale werden zu Kulturquartieren, Dächer zu Parks. Rotterdam setzt auf mutige Architektur und grüne Ideen. Mit dem größten Hafen Europas ist die zweitgrößte Stadt der Niederlande richtig international. Menschen aus über 170 Nationen leben hier. Wir gucken auch immer mal wieder zurück auf unseren letzten Besuch. Und die berühmte Markthalle, die ist damals wie heute ein absolutes Muss. Da geht's gerade gut los. Guck dir das an. Wow. Hammer. Ich glaube, man streitet sich, ob Hufeisen oder Nackenrolle. Okay. Das ist diese berühmte Markthalle. Ich glaube, eine der Sehenswürdigkeiten der Niederlande. Ist es? Guck mal, man kann durchgucken. Auch noch nicht. Also architektonisch schon unglaublich. Fangen wir gleich mit an, oder? Ja, klar. Ich folge dir, weißt du doch. Durchprobieren. Wow. Ein riesiges Kunstwerk aus XXL-Früchten schwebt über den rund 100 Marktständen. Sehr gut. Uwe und ich suchen jetzt eine echte Rotterdamer Spezialität. So, ein bisschen Fisch. Oh. Oh, kennst du das? Ja, ich habe das schon mal gesehen. Rotterdam Challenge. The whole Das thing. ganze Ding. Ja, aber ohne Schwanz. Okay. Then you take it like this. Nimm es so und dann beiß ab. Das ist so glitschig. Der kleine Scheißer. And then Und dann mache ich das so. And then Ja, und dann beißt du ab. yeah, like that. Ja, genau so. That's Harry. That's herring. Das ist manches. Uwe, jetzt du. Ja, gerne. Oh, das sieht ja aus, als hättest du das schon x-mal gemacht. Lecker. Und heute nur 50 Cent teurer als vor ein paar Jahren. Auch die Stroopwafel ist 50 Cent teurer. Nehmen wir trotzdem mit. Man muss ja doch wieder die ganze Zeit hochgucken, ne? Weil das, ich stelle mir mal so vor, da wohnen ja wohl Leute, ne? Also eigentlich ganz cool. Dann kannst du hochgehen und sagen, Schatz, ich hol mal mein Frühstück. Verrückt! Hinter den Deckengemälden verbergen sich 228 Miets- und Eigentumswohnungen mit exklusivem Blick aufs Markttreiben. Direkt neben der Markthalle die gelben Kubushäuser. Von außen sind die Würfel um 45 Grad gekippt. Doch hinter den schrägen Fassaden befinden sich ganz normale Wohnungen.
Ein Kontrast zum modernen Rotterdam, der alte Hafen. Da waren wir das letzte Mal auch schon und ganz in der Nähe haben wir übernachtet. Ein stylisches Hotel mit Liebe zum Detail. Welcome home heißt's. Die Zimmer sind alle gleich groß oder klein, wie man es nimmt. Damals haben wir 100 € bezahlt. Diesmal sind wir mit 130 € dabei. Was sagst du? Guck mal, ach, hier hinten, hier haben wir den Hafenblick. So, guck. Ich mach die Füße nicht drauf, keine Sorge. Ja, ich wollte gerade was sagen. Aber kann man denn hier aufmachen? Mach's nicht kaputt. Ah, Rotterdam. Jetzt aber los! Weiter die Stadt erkunden. Und guck mal da. Was ist denn das? Hi. Can we ask Was ist what das this denn? is? Es ist sowas wie ein mit Holz beheiztes Badewannenbötchen, mit dem du herumschippern kannst. Man kann es für 2 Stunden mieten. Uwe, das wäre ja was, oder? Frag mal, wie teuer das ist. How much is it? Wie teuer ist das für 2 Stunden? Kommt drauf an, es gibt einen Grundpreis. Pro Person kommen um die 25 € dazu. Für 2 Personen sind es dann rund 64 €. So, also Uwe, das müssten wir eigentlich fast Mit machen. unserem Budget, mit anderen Dingen, die wir noch machen wollen, das ist schwierig. Aber die Idee ist natürlich super. Bisschen knapp. Nächstes Mal machen wir das. Ja, Und finde ich wer super. Lust hat, also das, ich würde sagen, wäre schon was. Sehr nett. Wir wollen aber jetzt mit dem Wassertaxi fahren. Jetzt gucken wir erst mal, wo wir hier sind, Zentrum. Wir wollen jetzt mal vielleicht hier irgendwie übers Wasser, vielleicht so Richtung Hotel New York. Okay, dann da runter und los. Das ist doch mal schön, oder? Freiheit und Abenteuer in Rotterdam. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 50 Stationen. Es ist also das perfekte Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Hier, guck mal, die futuristische Brücke. Die hat uns doch beim letzten Mal schon so fasziniert. Diese Wahnsinnsbrücke hier, ne? Ja, vom Wasser aus natürlich der absolute Knaller, oder? Wir sollen uns gut festhalten, hat er extra gesagt, Ja, weil ich halte mich fest. und nicht über Bord gehen. Du Gut. bist ja mal in der Nähe, für den Fall der Fälle, dass dann irgendwas ist. Halte ich dich. Vorsicht, Vorsicht. Halt dich fest! Mann! Oh, um Gottes Willen! Oh Gott! Ich hatte echt Angst um dich. Mein Gott, du stehst hier mit so mit einer Hand, du bist fast über Bord gegangen. Quatsch. Oh, guck mal, das Museum, oder? Ja, da wollen wir noch hin, oder? Ja, natürlich. Ich schwanke noch. Oh, das war doch nicht schlecht, oder? Das war toll. Und jetzt, guck, wollen wir hier hoch. Genau. Ich tauche hier gerade so ein, wenn man sich vorstellt, dass hier viele zum letzten Mal die Tür hinter sich geschlossen haben und aufgebrochen sind in ein neues Leben. Ne? Weil das war ja hier die Holland-Amerika-Linie. Hier haben ganz viele hunderttausende Menschen ihre Koffer gepackt und sind nach Amerika. Und so ein bisschen sieht es ja hier auch aus wie New York, ne? Rotterdam war für viele europäische Auswanderer die letzte Station auf dem Weg nach Amerika. In der Hoffnung auf ein besseres Leben. Zu ihnen gehörte auch Albert Einstein. Seit 1993 kann man in den geschichtsträchtigen Räumen der ehemaligen Reederei übernachten. Hier warteten damals die Passagiere. Von hier aus wurde ihre Abreise organisiert. Hier wird gegärtnert. Looks beautiful. Schön. Ihr macht das alles sauber? Ja, das sind 130 insgesamt. Voll mit Graffiti und Stickern.
Freiwillige. Wir machen das ehrenamtlich. Da wohnen wir. Ihr lebt hier in dem Hochhaus da vorn? Und wie ist es da drin zu wohnen? Wunderbar. Toll, grüne City. Ja, toll. Solche Leute braucht die Stadt. Ja, mehr davon. Katendrecht war früher ein verruchtes Hafenviertel und galt lange als Problemgebiet. In den letzten Jahren hat sich hier richtig viel getan. Heute gehört es zu den spannendsten Ecken der Stadt. Da wollen wir hin. Sehr gespannt. Ja, sieht toll aus. So, Uwe, ich habe die Tickets. Es kostet nichts für bis 18, also dann bin ich Teenager. ja frei. Hier kriegst du was dran geklebt, dass man auch sieht, dass du es bist. Bis 25 wäre es reduziert. Super. Das wäre dann ich. Und sonst zahlt man 15 € pro Nase. Boah, das ist ja okay. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir dafür kriegen. Ja, dann leg los, ich folge dir. Darf ich bitten? Highlight des Phoenix-Museum ist die doppelt gedrehte Riesentreppe. Sie verbindet die verschiedenen Ebenen des ehemaligen Hafenspeichers. Die Ausstellung erzählt von Aufbruch, Abschied und Neuanfang und zeigt Migration aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Oh, guck mal, nimm noch den nächsten Bus. Der Bus wartet schon. Please do not talk to operator while bus in motion. Den dürfen wir nicht Zum Glück steht aussprechen. der Bus gerade. Guck, hier wird Zeitung gelesen. Ja, seht euch fast ein bisschen ähnlich. Ein begehbarer Bus, Sinnbild für die Vielfalt einer Großstadt und ihrer Geschichten. So, next stop Rotterdam. Weiter geht's. Im Phoenix wird Migration über die Geschichten der Menschen erzählt und was es bedeutet, die Heimat zu verlassen und sich eine neue Zukunft aufzubauen. Alles Rotterdamer hier. Und die Künstlerin hat wohl mit all denen gesprochen und hat sie immer gefragt, wo gehst du hin? Und dann ist ihr aufgefallen, dass die meisten ganz schnell auch erzählen, wo sie herkommen. Und weil das hier aus so Ton ist, der noch so beweglich ist, können sich die Gesichter immer noch weiter verändern. Und damit will sie sagen, dass man seine Identität immer wieder verändern kann. Schön. Schön, oder? Also wir nehmen hier ganz viel mit, Uwe, finde ich. Ja, das stimmt. Jede Installation hier erzählt eine andere Facette von Migration. Hier geht man durch hunderte Koffer, die aus aller Welt gespendet wurden. Jeder einzelne erzählt eine wahre persönliche Geschichte. Zum Beispiel der älteste von 1898, der mit dem Transsibirischen Express in die Niederlande kam. Jeder Koffer steht für einen Menschen, der einmal alles hinter sich gelassen hat. Ich finde das sehr schön. Koffer erzählen einfach Total. Geschichte von Tausenden von Reisen und Abenteuern. Jetzt geht's hier nach oben. Es gibt immer wieder verschiedene Wege, aber die meisten führen zum Licht. Links oder rechts? Der geht ja hoch, ne? Ja, Aber da der geht hoch, auch, der ne? geht auch. Ich sag das diesmal nicht. Entscheide du. Ach, links auf die Seite des Herzens. Ist riesig und wieder verschiedene Wege. Kommt schon noch ein bisschen ins Schnaufen. Und jetzt, guck, jetzt. Jetzt kommt der Blick, nach dem du gesucht hast, oder? Ja, unbedingt. Guck, er hat ihn hier auch schon gefunden, den Blick. Das ist doch toll. Toll, oder? In Katendrecht wurden etliche alte Lagerhallen umgebaut, zum Beispiel zu einem Kulturzentrum. Auf dem Deliplein, direkt hinter dem Phoenix, gibt es inzwischen viele Restaurants und Cafés.
Beim letzten Mal waren wir vor allem wegen der Phoenix Food Factory hier. Damals war sie das neue Aushängeschild des Viertels. Phoenix Food Factory. Ich höre nur Food Factory. Es duftet auch schon so verführerisch. Wow. Das ist aber, Hier wieder so eine Welt für sich, ha? Wuff. Die Phoenix Food Factory hat sich verändert. Statt vieler kleiner Stände ist heute vor allem die Karpse Brauerei einer der Anziehungspunkte mit Craft Beer aus eigener Herstellung. Dazu eine ordentliche Käseplatte, mehr braucht's gerade nicht. Kostet mit 2 Bier 25,50 €. so, schönes Viertel. Ja, spannend, wie sich das verändert hat, ne? Oh, und guck mal, die zwei. Wie wir zwei. Uns zieht's ja immer auch nach oben. Für den Blick über die Stadt gab's schon beim letzten Besuch nur eine Adresse, den Euromast. Guck mal da. Seilen die sich da ab? Wow, ja, und ob. So 100 Meter werden es schon sein bis zu dieser auf jeden Plattform. Fall. Ha? Plattform. Oh. Das ist doch ein bisschen Challenge. Der Euromast wurde nach langer Renovierung im Sommer 2026 wiedereröffnet. Komplett modernisiert. Hier, was für eine Aussicht. Wir sind höher als alles andere. Siehst du das? Ich sehe das sowas von. Fast wie Fliegen, ne? Don't break me down. I've been traveling too long. Seit dem letzten Mal hat sich der Eintritt fast verdoppelt. Von 9,75 € auf 18 € pro Person. Und mit dieser tollen Aussicht geht unser erster Rotterdam-Tag zu Ende. Mit 241,50 € ist unser Budget schon ordentlich geschrumpft. Aber es war ein toller Tag. Goedemorgen, Rotterdam. Heute wollen wir uns ein paar der ungewöhnlichen Projekte, die es hier gibt, ansehen. Die Stadt gilt nämlich als Vorreiter nachhaltiger Stadtplanung. Mit schwimmenden Gebäuden, sogar einem Bauernhof auf dem Wasser oder einer Farm auf dem Dach. Dort sind wir letztes Mal direkt mit einem Frühstück in den Tag gestartet. Wow. Hallo. Hallo. Ist das der Hammer? Das ist ein richtiger Garten tatsächlich, du. Das ist schön, oder? Nee, oder? Und drumherum so eine Manhattan-Skyline. Wow. Damals wie heute schon was Besonderes. Hier wachsen Kräuter, Gemüse und essbare Blumen. Gepflegt wird der Dachgarten von vielen Ehrenamtlichen. Und man kann hier sogar brunchen. Damals 28 €, heute etwas üppiger, inklusive Getränke 49 €. Das sieht ja wahnsinnig aus. Nee, ich weiß ja was, ich fange erst mal mit dem Kaffee an. Ja. Die Betreiber haben zwar gewechselt, aber das Café auf dem Dach gibt's heute immer noch. Eine tolle Location weiterhin. Der Garten ist inzwischen sogar gewachsen und es gibt Hühner. In Zeiten des Klimawandels eine Riesenchance. Begrünte Dächer kühlen die Stadt, speichern Regenwasser und schaffen neue Grünflächen. Vom Dach runter in die City, zur Steigersgracht. Guck dir das mal an. Nee, das wäre mal ziemlich cool. Die Welle, also mehrere. Und so ein bisschen wie im richtigen Leben, es ist ruhig und plötzlich baut sich dann wieder eine Welle auf. Ne? Hast du das schon mal gemacht? Habe ich schon mal gemacht. Das ist so krass, wenn du versuchst, auf so eine Welle zu kommen und dann 3, 2, 1, wupp, bist du weg. Also ich war weg. Wir können ja mal fragen, was es kostet. Wir erkundigen uns mal. Mal gucken, ob wir hier jemanden erwischen, den wir fragen können. Rebecca arbeitet hier an der Surfwelle. 50 € kostet eine Stunde mit Equipment. Zu teuer für uns. Aber zugucken macht auch schon Spaß. So, this is
Gehört das zum Kanalsystem? Ja, das ist der älteste Kanal, den wir in Rotterdam haben. Und eigentlich hatte er keine richtige Funktion mehr, bis der Gründer, selbst Surfer, die Idee hatte, mitten in der Stadt eine Welle zu erzeugen. Und wie sieht's mit Nachhaltigkeit aus und diesen Themen? Das spielt ja eine große Rolle in der Stadt. Das Wasser ist so grün, weil wir es aus dem Fluss filtern, wie ein natürliches Schwimmbecken. Das Wasser wird gereinigt und bleibt trotzdem ständig mit dem Fluss verbunden. Hier sind keine Chemikalien drin, deswegen auch die Farbe. Wieder mal eine tolle, innovative Idee, ne? Das ist auf jeden Was Fall. eine spannende Stadt. Wie überall in den Niederlanden ist Fahrradfahren auch in Rotterdam sehr beliebt. Inzwischen sind etwa 1/3 der Einwohner mit dem Rad unterwegs. Wir haben uns beim letzten Mal auch eins ausgeliehen. So, wie kommen wir jetzt hier voran, Uwe? Lass dir mal was einfallen. Guck mal, zum Beispiel. Oh, Oh, na, viele. na, Bunte. ich guck mal. Guck du mal. Ich leih mal. Tada! Tada. 10 Euro am Tag. Echt, da nix? Easy, ne? Schade, aber diese Räder gibt's nicht mehr. Rotterdam kann man allerdings weiterhin gut mit dem Fahrrad erkunden. Aktuelle Preise um die 17 Euro pro Tag. Die Pannenkoekstraat ist die Shoppingadresse in Rotterdam, wenn man kleine Boutiquen und Concept Stores mag. Diese Taschen wurden von einer Rotterdamer Designerin entworfen und sind aus recyceltem Nylon. Die da. Gerade mal 1 Euro teurer als bei unserem letzten Besuch vor 8 Jahren. Da nehmen wir eine mit. Keine 5 Kilometer vom Zentrum entfernt liegt das ehemalige Hafenbecken Merwehaven mit einem schwimmenden Bauernhof. Weltweit noch ziemlich einzigartig. Und jetzt ist nur noch die Frage, wo sind die schwimmenden Kühe? Und da sind auch schon andere Neugierige. Wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen um, würde ich sagen. Ha? Ja, ich bin auch sehr gespannt. Hallo! Hallo, Tamina. Ah, das ist ja schön. Minke, ne? Minke. Minke, das ist Uwe. Hallo? Uwe, hallo. Was ist denn hier für ein großes Hallo? Wir dachten, wir finden schwimmende Kühe und jetzt sind hier lachende Menschen. Wir haben viele Gruppen vom ganzen Welt für die Kühe. Einzelne Besucher können sich umsonst auf der Farm umsehen. Es gibt aber auch Gruppenführungen, die kosten. Ich habe noch keine Kuh gehört. Du, Uwe? Ja, die Kühe schlafen. Die schlafen schon? Machen Milch. Okay. Ah, jetzt. Uwe, da. Guck mal, zwischen den... Kühe. Moment, ich habe auch eine... Hast du nicht gerade gehört? Nein. Das warst du. Was? Minke will uns zuerst unters Wasser führen. Das ist unsere Hightech Vertical Farm. So, hier haben wir die Microgreens. Die hier unter LED-Licht und in einer kontrollierten Umgebung wachsen. Unabhängig von Wetter und Jahreszeiten. Das hat viele Vorteile. Darum brauchen wir keine Pestiziden. Ja, es ist so beides. Es ist toll, dass es möglich ist, aber es ist auch ein bisschen beängstigend, Ja, finde ich. aber wir können es probieren. Ja. Man muss realisieren, wir haben mehr und mehr Leute am Erde, aber wir haben weniger Land, um etwas zu verbauen. Ja. Und darum ist es sehr verständlich, um dieses zu machen. Okay. Und jetzt gehen wir zu den Kühen? Nein, Nein? wir gehen am ersten zum Käse, wo die Käse reift. Ah. Und wir gehen ganz nach unten. Oh mein Gott, Uwe! Käse! Die Idee hier, Produkte dort zu produzieren, wo sie konsumiert werden. Das spart lange Transportwege und die Lebensmittel sind immer sofort verfügbar. So, jetzt gehen wir nach die Kühe. Jetzt. Ja, die Kühe sind immer froh, wenn wir kommen. Die Kühe sind sozial.
Gott, guck mal. Dass die hier einfach so jetzt auf so einem Floating-Ding wohnen. Hallo. Knapp 40 Milchkühe leben seit 2019 auf dem schwimmenden Ponton. Die Floating Farm ist als Kreislaufwirtschaft konzipiert. Zum Beispiel fressen die Kühe organische Abfälle aus benachbarten Betrieben. Das Melken erfolgt automatisch. Die Kühe haben eine Halskettung. Ja. Und das ist ein Chip in die Halskettung und das korrespondiert mit dem Milchrobot. Ja. In die Robot ist auch ein Cookie. Ein Cookie ist was Leckeres, eine Belohnung. So gehen die Kühe freiwillig zum Melken. Ein anderer Roboter übernimmt das Saubermachen. Selbst der Kuhmist wird hier weiterverarbeitet, etwa zu Düngemittel oder zu Pellets für Pflanztöpfe. Den Strom liefern schwimmende Solarpaneele. Wenn man denkt an zum Beispiel Singapur oder Antille Islands oder Ja. sowas, die haben gar keine Milchproduktion und auch keine Gemüse. Aber die hier haben vieles Wasser und es ist sehr gut möglich, Bauernhofen like dies dort zu machen. So könnte Landwirtschaft aussehen, wenn der Meeresspiegel steigt. Die Kühe übrigens können jederzeit zum Weiden aufs Festland. Wie kommt man auf so eine Idee? Ist von Peter, mein Ehemann. Und er war in New York und dann war Hurricane Sandy. Und New York war überflutet. Ja, und dann nach 2 Tagen, da war kein Essen im Laden. Weil da war kein Transport. Und dann hat er gedacht, wenn wir schwimmendes Bauernhof machen können, wir können immer produzieren. Ja, und so haben Dann wir habt das ihr's gemacht. Das nehmen wir mit. Schon beeindruckend, was sich die Rotterdamer so einfallen lassen. Ideen auf dem Wasser, die sind hier gefragt. Diese Tiny Houses kann man zum Beispiel zum Übernachten mieten. Die sind ja süß. Das sieht richtig süß aus. Mit, guck mal, Solar auf dem Dach. Das hier ist das erste schwimmende Bürogebäude der Niederlande. Hochmodern und klimafreundlich. Hier sitzt eine internationale Organisation, die Lösungen für den Umgang mit dem Klimawandel entwickelt. Auf der Vorderseite gibt es ein Restaurant. Mal gucken, ob wir da einen Sundowner bekommen. Total nett. Du läufst so, als hättest du schon was im Blick. Da hinten so am Wasser. Du magst doch so gerne am Wasser sitzen, oder? Wasser. Hier ist gut. Schön. Wir wollen uns ja was gönnen, aber trotzdem gucken wir aufs Geld. Und ich meine, es gibt eine Happy Hour hier, Okay. sodass wir vielleicht doch sogar ein kleines Cocktailchen oder so uns gönnen können. Was macht ihr hier, um nachhaltig zu sein? Wir versuchen, weniger Lebensmittel wegzuwerfen und sehr bewusst mit unserem Abfall umzugehen. Und das ganze Gebäude ist nachhaltig, oder? In Rotterdam wird das Bauen langsam schwierig. Es ist einfach schon ziemlich voll. Deshalb entsteht hier immer mehr auf dem Wasser. Ja. Auf Rotterdam. Oh, mal gucken. Ja. Loslassen, entspannen, einverstanden Ganz sein. genau. Mit Blick auf diese tolle Kulisse wird's Zeit für den Kassensturz. 2018 haben wir 253 € ausgegeben. Und diesmal? Eintritt für Museum und Euromast 66 €. Bei Essen und Getränken waren wir mit 99,50 € dabei. Hotel ist wie fast überall mit 130 € teurer geworden. 34,90 € für Tasche und Taxiboot macht insgesamt 330,40 € für unsere Rotterdam-Reise. Es ist teurer geworden. Klar, man kommt wie in anderen großen Städten, auch in Rotterdam, mit 300 € nicht so weit. Man muss sich echt genau überlegen, wie man es macht. Ne? Gar keine Frage. Also, uns hat es großen Spaß gemacht. Darauf eine kleine Stroopwaffe. Dankeschön. Tot ziens. Tot ziens. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.